Dieser Audi ist ein Kind aus Ingolstadt, ein Kind der Auto Union. Es gibt da drei Typen, 72, 80 und Audi Super 90. Den Super 90 erkennt man daran, dass er hier ein paar Chromstreifen hat und eine Einfassung des Radkastens und dass es hinten am Wagen geschrieben steht. Die Auto Union hatte ja eine recht bewegte Geschichte im letzten Jahrzehnt. Einmal war sie selbstständig, dann eine Tochtergesellschaft von Daimler-Benz und schließlich gehört sie jetzt zum Konzern des Volkswagen-Werkes. Und genauso bewegt, wenn auch auf technischem Gebiet, ist die Geschichte dieses Audi. Denn ursprünglich war es einmal ein DKW F102, ein sogenannter Zweitakter. Das war im Herbst 1963. Und dann gab es offensichtlich nicht mehr genügend Zweitaktfreunde. Und so entwickelte man langsam einen Viertaktmotor, der jetzt mit 90 PS in diesem Fahrzeug steckt. Der Motor hat 4 Zylinder in Reihe und 1760 Kubikzentimeter. Eine übersichtliche, saubere Konstruktion. Der Kühler ist schräg eingebaut und man entdeckt mit Freude, dass der Super 90 mit einem Zweikreis-Bremssystem ausgerüstet ist. Die besonderen Merkmale des sogenannten Mitteldruckmotors, einer Bezeichnung, die Audi mit ins Gespräch brachte, sind nicht sichtbar. Mitteldruck heißt so viel wie höherer Verbrennungsdruck durch eine intensive Verwirbelung des Gemisches. Ein günstiger Wirkungsgrad in der Ausnutzung der Energie des Treibstoffes ist der Vorteil dieses Prinzips. Der Motor arbeitet ruhig und elastisch im unteren wie im oberen Drehzahlbereich und seine Beschleunigungswerte können sich sehen lassen. 100 Kilometer werden in 11,7 Sekunden erreicht. Das ist eine Zeit, die durchaus mit dem Prädikat Sprinter versehen werden kann. Die einzelnen Gänge haben einen großen Fahrbereich. Den dritten zum Beispiel kann man benutzen von 25 bis knapp 130 Kilometer. Der vierte Gang reicht von 40 bis zur Höchstgeschwindigkeit von 163 Kilometern. Der Motor ist also eine feine Sache. Er ist nicht nur unempfindlich für Dauerbetrieb mit hohen Drehzahlen, sondern er ist kultiviert im besten Sinne des Wortes. Er läuft frei von Vibrationen und leise. Die Geräuschmessung bei 100 Kilometern Geschwindigkeit auf Betonfahrbahn ergibt 74 Form. Alle drei Audi-Typen sind mit der in dieser Klasse üblichen Kombination der Trommelbremsen hinten und der Scheibenbremsen vorne ausgerüstet. Die Anlage arbeitet zufriedenstellend und erfordert normalen Pedaldruck. Die Bremsen sind starken Belastungen durchaus gewachsen. Aus 100 Kilometern Geschwindigkeit steht der Wagen nach 50 Metern und 10 Zentimetern. Der Audi ist, wie Sie wissen, ein Wagen mit Frontantrieb. Das heißt, die Kraft des Motors wirkt über die Vorderräder. Dieses Antriebsprinzip lässt dem Konstrukteur freie Hand bei der Hinterachsführung. Man hat sich für eine Torsionskurbelachse mit schräg liegendem Querlenkerstab entschieden. Vorn hat der Audi Einzelradaufhängung an Dreieckslenkern mit Stabilisator. Und diese Kombination sorgt zusammen mit einer harten Dämpfung und einer weichen Federung für einen erstklassigen Federungskomfort. Wir machen wieder einmal Wind. Wind, der mit 100 Kilometer Tempo aus diesen 16 Rotoren den Wagen von der Seite anbläst. 100 Kilometer Tempo auch für den Wagen, dessen Lenkung blockiert ist. Es wird also nicht gegengesteuert. Wie alle frontangetriebenen Fahrzeuge, so ist auch der Audi für Seitenwind nicht sehr empfindlich. Er weicht genau 3 Meter und 45 Zentimeter vom ursprünglichen Kurs ab. Es gibt keinen Ärger mit eindringendem Wasser und die empfindlichen Teile des Motors sind so weit geschützt, dass auch bei einer Fahrt in schwerem Regen nicht mit Aussetzern gerechnet werden muss. Wenn man das Fahrzeug so schnell bewegt, wie es der Anregung durch den drehfreudigen Motor entspricht, dann wird man bald eine sogenannte Untersteuerungstendenz feststellen, die allen frontangetriebenen Fahrzeugen mehr oder weniger eigen ist. Das heißt, dass das Fahrzeug mit den Vorderrädern in der Kurve nach außen drängt, eine Charakteristik, an die man sich schnell gewöhnen kann, die allerdings auch ihre Probleme hat, vor allen Dingen in engen Kurven bergab. Und wenn man wirklich schnell fährt, dann hebt das kurveninnere Hinterrad ab. Das sieht zwar etwas abenteuerlich aus, beeinträchtigt aber das Kurvenverhalten dieses Fahrzeugs keineswegs, denn die ganze Zentrifugalkraft wirkt ja bekanntlich auf die beiden kurvenäußeren Räder.
Die Lenkung ist sehr indirekt. Man hat sich für dieses Prinzip aus ganz klaren Gründen entschlossen. Es liegt die gesamte Antriebskraft und es liegt auch der Motor in und auf der Vorderachse. Aber diese Lenkung geht trotzdem zu schwer. Vor allen Dingen, wenn man in Kurven Gas wegnimmt oder Gas gibt, kommt die Untersteuerungstendenz ganz besonders stark zum Ausdruck. Wir fahren jetzt keineswegs eine maximale Geschwindigkeit, denn dann hätte ich mit dieser Lenkung so viel zu tun, dass es kaum mehr möglich wäre, sich mit ihnen zu unterhalten. Mal das Tempo etwas steigern, dann sehen Sie sofort, wie notwendig es ist, hier zu korrigieren, weil die Untersteuerungstendenz dieses Fahrzeug bei Grenzgeschwindigkeiten mit den Vorderrädern zuerst wegschieben lässt. Für den normalen Fahrbetrieb ist die Lenkung sicher nicht schlecht ausgelegt. Aber wenn Sie beispielsweise auf der Autobahn einem Hindernis ganz besonders schnell ausweichen müssen, dann haben Sie einen erheblich größeren Weg mit der Lenkung zurückzulegen, als das sonst üblich ist, wenn Sie also einmal die Richtung plötzlich verändern müssen. Der Audi kommt in den Eisschrank. Er wird 15 Stunden lang abgekühlt, bis die Öltemperatur des Motors auf 16 Grad gesunken ist. Diesem Versuch in der Kältekammer haben wir mit einiger Skepsis entgegengesehen, zumal es bekannt ist, dass der Audi Schwierigkeiten beim Kaltstart hatte. In der Zwischenzeit hat man in Ingolstadt auf diesem Gebiet Fortschritte gemacht, mit dem Erfolg, dass zum Beispiel unser Testwagen nach knapp 2 Sekunden anspringt. Der Motor hat ein Verdichtungsverhältnis von 10,6:1 und das bedeutet, dass man Superbenzin tanken muss. Der Verbrauch hält sich in Grenzen. Auf der Autobahn bei einem Durchschnitt von 120 Kilometern laufen 12,1 Liter pro 100 Kilometer durch den Vergaser. In der Stadt, je nach Fahrweise und Verkehrsdichte, verbraucht der Wagen 10,5 bis 13,5 und auf der Landstraße bei einem Durchschnitt von 75 Kilometern, das entspricht auf unserer Teststrecke einer zwar zügigen, aber keineswegs sportlichen Fahrweise, 12,9 Liter. Das ergibt einen Testverbrauch von 12,7 und ermöglicht bei einem Tankinhalt von 53 Litern eine Non-Stop-Fahrt von ca. 415 Kilometern. Die kleineren Brüder des Audi Super 90 müssen sich zu Recht eine harte Kritik an der Ausstattung gefallen lassen. Der Super 90 gibt hierzu keinen Anlass mehr. Das Armaturenbrett ist jetzt übersichtlich, Bedienungsvorrichtungen und Instrumente befinden sich am richtigen Platz und eine Folie aus Teakholz ist an die Stelle blecherner Verkleidungen getreten. Auch die Sitze sind jetzt bei diesem Fahrzeug erheblich verbessert. 4 Personen finden bequem Platz. Im Kofferraum ist reichlich Platz für Gepäck. Man hat klugerweise einen Behälter eingebaut für Dinge, die normalerweise mitgeführt werden und die jetzt nicht mehr hin und her rutschen können. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber sie zeigt, dass man sich den Kopf über praktische Lösungen mit Erfolg zerbrochen hat, über Lösungen, die im Verkehrsalltag Ärger ersparen. Unter die gleiche Rubrik lassen sich 2 weitere Merkmale der Audi-Karosserie einreihen. Alle 4 Kotflügel sind verschraubt, das heißt, man kann sie in einem Teil ohne große Mühe auswechseln und die Stoßstangen des Audi bestehen, ebenso wie die Radkappen, aus rostfreiem Stahl.
Jedes grundsätzliche technische Konstruktionsprinzip im Automobilbau hat, wie Sie wissen, seine Vor- und Nachteile. Während zum Beispiel der Frontantrieb bei starkem Seitenwind das Fahrzeug gut in der Spur hält, so bringt diese Art des Antriebs immer eine gewisse Einbuße an Wendigkeit mit sich. Das wirkt sich beim Audi durch einen Wendekreis von 11 Metern und 30 Zentimetern aus und macht sich im Stadtverkehr als Unhandlichkeit bemerkbar. Der Audi Super 90 kostet 260 Mark an Steuern. Je nachdem, wo und in welcher Gegend er versichert wird, zwischen 460 und 520 Mark an Versicherung. Testverbrauch 12,7 Liter. Das ergibt bei 20.000 Kilometern im Jahr 11,9 Pfennig pro Kilometer. Es gibt den Super 90 auch mit 2 Türen und dann kostet er 8.390 statt 8.690 Mark. Der Audi Super 90 bewegt sich in einer Preisklasse zwischen 8.000 und 9.000 Mark je nach Ausstattung. Und damit in einem Feld großer Konkurrenz, einer Konkurrenz, die auch über repräsentative Namen verfügt. Und leider kann dieser Super 90 seine Väter nicht verleugnen. Seine Väter, die einstmals mit Zweitaktmotoren getrieben wurden und die DKW F102 hießen. Das belastet sicher dieses Fahrzeug, zu einem großen Teil allerdings zu Unrecht. Denn man hat die Karosserie stark aufgewertet und man hat schließlich einen Viertaktmotor von hoher Leistung und hoher Güte in dieses Fahrzeug eingebaut. In der Gunst des Publikums war der DKW F102 nicht an höchster Stelle. Und leider hat der Audi etwas mitgebracht aus diesem Erbe, was zum schwächsten Punkt im ganzen Fahrzeug geführt hat, nämlich zur Lenkung, die unserer Ansicht nach unter allen Umständen geändert werden müsste. Aber wenn Sie schnell und sicher und, wie gesagt, sehr komfortabel von einem Punkt zum anderen kommen wollen und wenn Sie zwischen 8.000 und 9.000 Mark anzulegen bereit sind, dann sollte man den Audi in die engere Wahl ziehen.